Hallo meine Lieben, heute wollte ich etwas mit kleinen Teelichtern machen, die man dann quasi als kleines Geschenk zum Geschenk mit dazugeben kann. Was ich damit machen werde, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja in einem Video gezeigt, wie ihr solche kleinen Kerzen, wie ihr die mit Tattoo-Folie beschmücken könnt. Habt es auch schon in anderen Videos gezeigt und ich habe euch auch eine andere Variante gezeigt, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr das mit einem Seidenpapier machen könnt. Und da bekomme ich auch immer wieder Fragen, ne? Von wegen runterbrennen, geht das, ist das gesundheitsschädigend und so weiter. Und ich selber, und das sage ich auch immer wieder, und das sage ich auch denen ich solche Sachen schenke, dass ich Kerzen halt einfach nur draußen anzünde. Das heißt, bei mir brennen diese Kerzen nicht in der Wohnung. Das Einzige, was ich in der Wohnung anzünde, sind Teelichter. Und zwar am liebsten solche, die so in kleinen Gläsern drin sind. Jetzt habe ich für heute eine Idee, wo ich dachte, wir könnten ja auch was um eine Teekerze rum machen und da habt ihr dann eben weniger das Problem von runterbrennen, wenn da was drauf ist, weil wir machen es ja auf die Hülle und nicht auf die Kerze selber. Und zwar habe ich hier solche Duftteelichter gekauft. Und die sind in einem Behälter drin, ist kein Glas, sondern es ist ein Plastik. Aber ich denke mal, dann kann man dann, wenn der leer ist, auch andere Teekerzen, die normalerweise so in ein Metall drin sind, dass man die dann hier reinmachen kann. Aber eben, ihr könnt solche nehmen oder eben ihr kauft Gläser und macht dann ein Teelicht hier rein. Auch das geht, ne? Und von der Größe her, von der Beschaffenheit her, könntet ihr da eventuell sogar plotten, wenn ihr eine Schriftart wählt, die sehr einfach ist. Also nicht zu dünn, sondern schon etwas dickeres, dann würde es auch gehen. Wir werden das heute aber anders machen. Und eben, wie gesagt, ich nehme heute nicht das Glas, sondern ich nehme die hier. Und was ich machen will, ist mit dem Printmaker die bedrucken, respektive nicht direkt bedrucken, sondern auf ein Washi-Tape. Weil das ist halt das Coole, mit dem Printmaker kann ich wunderbar auch Washi-Tape bedrucken und das dann hier ringsherum machen. Dann packen wir das Ganze in eine kleine Zellophantüte und dann mache ich auch gleich noch ein Geschenkband, was ich dann um die Tüte herum wickeln kann, weil das Ganze wird dann auch so Sinn machen. Weil ich werde quasi das Design wiederholen, was ich hier schon gemacht habe mit diesem Auszeit, einfach atmen, kleine Verschnaufpause. Und das nimm dir, was du brauchst, mache ich dann auf das Geschenkband. Von dem her wird das Gesamtpaket dann ähnlich sein wie das, aber eben nicht direkt auf die Kerze bedruckt, sondern hier auf diese Behälter. Das ist das Ziel. Um das zu machen, gucke ich mir kurz an, welches von diesen Washi-Tapes am besten funktioniert von der Größe her. Mal gucken, das ist das mittlere. Mal gucken, wie groß das größte ist. Das größte passt wunderbar ringsherum. Von dem her werde ich das verwenden. Und Geschenkband. Werde ich von der Größe von der Tüte her, werde ich das kleinste verwenden. Das heißt, ich brauche auch die kleinen Aufsetzer. Schlecht vorbereitet hier, ne, die VB. So, jetzt haben wir es. Hier, Aufsätze fürs Geschenkband. Und die Washi-Tapes werde ich hier mit der Magnetmatte machen. Dafür muss ich kurz wissen, wie
der Umfang von dieser Kerze ist, sind 12,3, machen wir sicherheitshalber 12,4. Und damit gehe ich kurz in die App rein. Jetzt mache ich da ein neues Design und zuerst hatte ich Auszeit. Auszeit. Da hat man am Anfang und am Ende 3 Punkte. In etwa so. Jetzt sollte ich hier die Schriftart auswählen können. Mal gucken, was ich da verwendet hatte. Das war Emily's Candy. Und da hatte ich ja vorhin gesagt, von der Größe her, dass das 12,4 sind. So. Das heißt, ich kann das durchaus größer machen, weil wir haben ja auch das breite Band. Mal gucken, ob ich das gleich zweimal platzieren kann. Einmal ohne Punkte und einmal mit Punkte. Versuche hier so ein bisschen gleichmäßige Abstände zu bekommen. Denke mal, das passt. Hier vielleicht noch ein bisschen runter. So, dann sage ich Print. Wiederholung will ich nicht und jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar, damit ich jetzt nicht irgendwie schwarze Striche bekomme, gehe ich kurz auf den Canvas, mache den einmal schwarz. Und dann mache ich den wieder weiß, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Jetzt sage ich Print, dann Send to Printer. Und ich mache das zuerst kurz auf ein Sudelblatt. Nee, gibt's doch gar nicht. Ihr habt tatsächlich wieder einen Strich. Ich verstehe es nicht. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile. Ich kann es euch nicht sagen. Ich dachte, ich hätte die Lösung gefunden, aber der macht immer noch einen schwarzen Strich. Was mache ich jetzt? Jetzt mache ich bei Auszeit, bearbeite ich das, mache hier ganz einfach ein paar, und ich weiß jetzt, dass das Wort nicht deutsch ist, wir sagen Leerschlag. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch, ich kann mich nie erinnern, wie man dem sagt. Bei uns heißt das Ding Leerschlag und meine deutschen Kollegen lachen mich jetzt mal auch aus, wenn ich das sage. Muss ich mit leben, ne? So, versuchen wir es nochmal. Hat nicht wirklich was gebracht. Gut. Werde ich das einfach so machen, dass ich das hier abschneide. Machen wir es so. Gut. Ich bin ja flexibel, ne? Jetzt dadurch, dass das gerollt ist, hat das manchmal so ein bisschen die Tendenz, dass es hier so Falten schlägt. Deshalb mache ich das einmal kurz auf. Und verwende das dann so. Und jetzt gucke ich, dass ich hier mit dem Lineal schön mittig liege. Das müsste so sein.
Und dann drucke ich das hier direkt aufs Washi-Tape drauf. So, dann haben wir das. Dann schneide ich das hier eben bei diesem Strich ab. Und versuche das auch schon auf die Kerze drauf zu bringen. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Für das zweite hatte ich, glaube ich, hier genau dieses Sacramento. Muss ich jetzt ein bisschen kleiner machen. Ich denke, hier kann ich auch 2 platzieren. Nehmen wir so. So, ich würde sagen, das ist mittig. Und dann können wir das drucken. Auch hier habe ich wunderbar wieder diesen Strich. Auch den können wir wieder abschneiden. Ich weiß, ich komme jeweils relativ ruhig rüber, aber solche Sachen nerven mich dann schon. Ne? So, wenn eine Software nicht das macht, was ich gerne hätte, da so typisch Wirtschaftsinformatik oder überhaupt. Als Informatiker, glaube ich, akzeptiert man das noch viel weniger, wenn was nicht das tut, was es tun sollte. Aber nun ja. So, dann haben wir hier das einfach atmen. Und es ist nicht so nett, dass ich hier nur rumsitze und meckere, sondern ich habe die wirklich kontaktiert. Ich habe dieser der Adresse, auf die habe ich geschrieben. Und habe wirklich detailliert beschrieben, was das Problem war. Und das Einzige, was ich zurückgekriegt habe, war, dass ich den Printmaker resetten soll und die App deinstallieren und neu installieren soll. Also die Standardantworten hat, wie wir sehen, nicht geholfen. Nun ja. Aber ne, ich sag's immer, den finde ich super. Die App, da wäre ich schon froh, wenn man da noch ein bisschen dran arbeiten würde. So, genug gekosselt. Jetzt haben wir noch kleine Verschnaufpause, ne? Da habe ich nochmal eine andere Schrift, die ich haben möchte, und zwar dieses Amatic SC. Und ich glaube, da nehmen wir es einmal. Und dafür machen wir noch ein paar Herzchen rein. So, das wäre das. Und das könntet ihr natürlich auch wunderbar auf ein Glas drauf machen. Ne? Das würde auch gehen. Das Problem bei dem ist, dass es konisch ist. Das heißt, das würde dann am Schluss nicht aufgehen. Das würde sich nach oben biegen. Deshalb bin ich hier bei der geraden Kerze geblieben. So, und somit haben wir schon mal unsere 3 Kerzen. Die Auszeit, einfach atmen und kleine Verschnaufpause, ne, die ich dann übereinander in die Verpackung reinmachen kann. Und jetzt will ich noch ein Geschenkband, das dann eben sagt, nimm dir, was du brauchst. Das heißt, die Herzen können weg, das kann weg. Und dann sage ich hier,
Nimm dir, was du brauchst. Auch noch ein Ausrufezeichen. Das mache ich jetzt kleiner, weil ich eben auf das dünnere Band gehe und da sicher sein will, dass das dann nicht über den Rand hinausgeht. Weil wenn ihr euch guckt, diese Größe hier passt wunderbar zur mittleren Größe. Und wenn ich mir das Band angucke, dann ist es 3/4 so breit wie das andere. Von dem her versuche ich da halt wirklich nicht zu groß zu gehen. So, dann passe ich den Canvas noch an. Versuche es jetzt einfach nochmal, dass ich dem Canvas sage, er ist schwarz. Und dann sage, er ist weiß. Vielleicht hilft es, wer weiß. Und hier mache ich jetzt ein Infinite. Sorry, ihr seht überhaupt nichts, ne? Ich sage jetzt mal am Done Printing und guckt mal, keinen schwarzen Strich. Und ich kann es nicht erklären, wann es den gibt und wann nicht. Jetzt nehme ich hier eine kleine Tüte und mache meine Kerzen da rein. Schneiden wir das hier mal ab. Und dann versuche ich das so herumzubinden, dass man das, was auf der Schlaufe steht, noch gut lesen kann. So, und so haben wir die Auszeit. Einfach atmen und die Verschnaufpause und am Band ist dann, nimm dir, was du brauchst. Und so habt ihr eben dann Kerzen, die ihr anzünden könnt und nicht wie hier, wo die Schrift direkt drauf ist, sondern ihr habt um die Kerze rum. Ne? Das als alternative Idee oder überhaupt als Idee, um das einem Päckchen mit dazu zu geben. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen. Ihr habt Lust, das selber auch auszuprobieren. Und ich hoffe, ich habe euch nicht entmutigt, was den Printmaker angeht. Ich finde ihn wirklich super, aber eben mit der App, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr den Printmaker nicht habt, dann könntet ihr zum Beispiel auch das ausdrucken auf ein Etikettenpapier und das dann um diese Kerze wickeln. Das ist auch eine Möglichkeit und hier oben dann einfach ein normales Geschenkband machen und dann halt einfach einen Geschenkanhänger mit dem Spruch, nimm dir was du brauchst, dazu zu machen. Das geht natürlich auch. Das so als Idee. Aber eben, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, ihr habt Lust, es selber auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with